Of all the manipulative tactics that a highly narcissistic person can use, word salad is probably the most infuriating. And if you've ever dealt with it, especially if you've dealt with it on an ongoing basis, I'm gonna bet you agree with me. Let me know in the comments. In this video, I'm breaking down the narcissist's word salad, and I'm gonna share 5 ways that you can tell that you're being served a healthy serving of word salad instead of having an actual productive conversation. And then I want to talk about why it is that narcissists use this tactic so often that it seems like they were trained in it. Like they went to Narcissist University to learn how to use these manipulative tactics. Auch in der Unionsfraktion wurde Ihnen gestern vorgeworfen, dass Sie sich einseitig beraten ließen. In der Expertenrunde waren 2 Vertreter von Null Covid. Es war kein einziger expliziter Kritiker dabei. Es gibt die Studie von Ioannidis, wissenschaftlich belegt, der sagt, Lockdown schadet, hilft nicht. Es gibt keine wissenschaftlich belegte, die die Bundesregierung nennen konnte. Warum tauschen Sie sich nicht mit den expliziten Kritikern offensiver aus? Warum wird diese Ioannidis-Studie nicht berücksichtigt? Als Wissenschaftlerin müssen Sie doch immer beide Seiten hören. Und woher kommt der Glaube, wie das Ihre Sprecherin ausdrückte, wenn ja auch viele Wissenschaftler andere Meinungen haben? So, dann die Wissenschaftler. Also wissen Sie, das überrascht mich ein bisschen. Erstens wählen wir die Wissenschaftler immer aus nach der Frage, was steht im Zentrum der Beratung. Diesmal stand die Mutation auch im Zentrum. Und da hatten wir sehr interessante Wissenschaftler, den Herrn Altweiler, der für Großbritannien die Sequenzierung durchgeführt hat. Dann haben wir den Professor Nagel hier von der Technischen Universität Berlin gehabt, der genauso wie Herr Meyer-Hermann Modellierungen macht. Wir hatten Herrn Professor Krause, der vom Helmholtz-Institut in Braunschweig, der dezidiert in vielen Fragen anderer Meinung ist. Und schauen Sie, es gibt ein breites Spektrum an Wissenschaftlern und nicht nur die jetzt gerade eingeladen sind diejenigen, mit denen ich spreche oder mit deren Ergebnissen ich mich befasse. Aber es gibt in dem Ganzen auch politische Grundentscheidungen, die haben mit Wissenschaft nichts zu tun. The narcissist word salad is actually a manipulation technique. And although what they're saying doesn't make logical sense, especially in the context of the conversation, they are putting together sentences. So if you took the sentence out of the context of the conversation, you might not find anything wrong with it. It would make sense to you as a thought or a sentence. But it does not make any sense in the context of what you're talking about. Jeder Wissenschaftler arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen. Aber die Grundentscheidung heißt will ich darauf setzen, natürlich durch den Impfstoff etwas weniger ausgeprägt, darauf setzen, immer sich so viel wie möglich Leute anstecken zu lassen, um dann doch irgendwo zu einer besseren Durchseuchung, vielleicht der jüngeren, hört sich schrecklich an das Wort, also zu einer besseren Infektionsimmunität, sage ich mal, jüngerer Altersgruppen zu kommen. Oder will ich das nicht? Und diese politische Entscheidung, die habe ich getroffen. Da kann ich trotzdem die wissenschaftlichen Studien lesen, aber uns nimmt ja keiner die Entscheidungen ab. The arguments are going to feel circular because they are. What you're doing is you're bringing up a topic of discussion or you're asking a question to somebody who is purposely not addressing what you've brought up or not answering your question. So you're going to try to bring that conversation back full circle, back to where it began, so you might actually get an answer that makes sense to you. You're going for an outcome that you're not getting, so it just keeps going and going and going. Und diese politische Entscheidung habe ich getroffen, weil ich weiß, Professor Krömer hat mir gesagt, auf der Charité vor kurzer Zeit war das Durchschnittsalter der dort liegenden Menschen 63. Und da wir wissen, dass die Todesrate natürlich bei den Älteren viel, viel höher ist oder der schwere Verlauf. Wissen Sie, wenn 63 der Durchschnitt ist, wie viele Jüngere auch davon betroffen sind? Und ich finde, dieses Risiko kann man nicht eingehen. Ich möchte es nicht eingehen. The second sign that you are dealing with word salad is that the person's answers defy logic. Again, like I said, they might make sense when you pull them out of the context of the conversation, but they don't make sense in the conversation. So let's look at a quick and kind of silly example.
Let's say you are at work and you walk into the break room and you see your coworker Mary with your lunch, the remains of your sandwich, sitting in front of her. And so you're a little annoyed, understandably so, and you say, "Hey Mary, did you eat my lunch?" And she said, "You know, it's funny that you brought up lunch because I was just having a conversation with Jim about pineapples on pizza. And you know I like pineapples on pizza. And I know that you shared a meme the other day that said that people who like pineapples on pizza might be psychopaths. And, you know, I felt personally attacked by that, and I really think you owe me an apology. You were wondering about your sandwich, and Mary's talking about pineapples on pizza, and how is any of this logical? It doesn't make any sense." Ich möchte es nicht eingehen. Aber daraus leiten sich dann natürlich politische Handlungen ab. Und trotzdem verfolge ich natürlich alle Meinungsbildungen und wir sind ja nicht jemand, der irgendwie ignorant ist. Aber und mit der Einladung von bestimmten Wissenschaftlern wollen wir auf bestimmte Fragen, die uns interessieren und die nicht politischer Natur sind, Antworten bekommen. Aber dahinter liegen natürlich auch politische Grundentscheidungen. Und die sozusagen Gruppe, die eher zur Herdenimmunität neigt, da gibt es viele, viele Nuancen. Diese Grundentscheidung treffe ich anders. So the third sign that you're dealing with word salad is that this conversation, it started as a conversation, but by the time it's over, it ends up feeling like a competition. So it ends up feeling kind of like you're sparring with this person. Like they just are continually trying to knock you off your game. They're continually trying to derail the conversation for their own benefit. But you also get the sense that they're kind of enjoying it, and that could bring out your competitive side. Because not only is it frustrating that they're not answering your question or addressing the topic that you brought up, but they're also enjoying this nonsense that they're spewing out. They're enjoying that they're frustrating you. And that, I think, is an unintentional trap that many of us get stuck in when we're served up with this word salad. Because as much as you know that this conversation is going nowhere, you feel compelled to bring it back to where it started. And you feel compelled to get this person to admit what they're doing and to address what you wanted them to address in the first place. So you get the feeling that there's a smugness about them as they're doing this. And that could definitely bring out someone's competitive nature. And in that case, this circular argument can just run in circles forever and ever. Herr Professor Drosten, die Weltgesundheitsorganisation hat vergangene Woche eine neue Informationsnotiz veröffentlicht zum Thema PCR-Test. Ich gehe davon aus, Sie kennen die, weil die WHO ist ja wichtig. Da wird gewarnt davor, dass die Tests leichter, als man offenbar bisher annahm, ein falsch positives Ergebnis geben können, heißt es explizit. Es heißt weiter explizit, man müsse sich die Umstände anschauen, auch die Amnese und all diese Dinge. Nun steht das im Widerspruch. Herr Gülde hat im Oktober, Ihr Sprecher hat im Oktober hier gesagt, die Tests sind fehlerfrei. Es ist alles immer sicher, man hat hunderttausende Leute in Quarantäne geschickt auf Grundlage dieser Tests. Müsste man das jetzt nicht überdenken? Hat sich das geändert? Hat man sich damals geirrt? Und noch eine zweite kurze Frage an Herrn Spahn und an Herrn Drosten. Die Gesellschaft ist ziemlich gespalten im Moment, habe ich den Eindruck. Wir haben fast zwei Öffentlichkeiten, die parallel sind. Diejenigen, die zweifeln an den offiziellen Angaben, diejenigen, die daran glauben. Wäre es nicht sinnvoll, wenn man da einen Austausch einmal machen könnte? Also wenn sich jetzt jemand wie der Professor Drosten, Professor Marx, Herr Professor Wieler, wenn Sie sich mal zusammensetzen würden mit Professor Bhakti, mit Dr. Wodak, mit den wirklichen Kritikern, Sie sind ja überzeugt, Sie sagen ja auch, Sie haben so gute Argumente, da müsste es ja sehr leicht fallen, das auch zu widerlegen, und dieses Bedürfnis ist, glaube ich, groß nach so einem Gespräch, und die Zeit müsste ja auch da sein im Kabinett, man konnte sich ja jetzt sogar mit Küken und PET-Flaschen beschäftigen, also die zeitliche... Mit was beschäftigen? PET-Flaschen, Plastikflaschen. Also wichtige Themen, aber vielleicht so ein Dialog, wäre der nicht sinnvoll, wäre das nicht was Wünschenswertes für die Öffentlichkeit? Zum PCR-Test würde ich vorschlagen, weil da ist sozusagen erstmal eine wissenschaftliche Frage, kann ja Professor Drosten vielleicht zuerst was. Ja, ich glaube, das lässt sich ganz kurz beantworten. Also die Weltgesundheitsorganisation ist ja wirklich für die Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt zuständig, auch für Länder, in denen der Ausbildungsstand beispielsweise bei Laborpersonal nicht ganz so hoch ist.
Und da gibt es also Arbeitsgruppen, die sich auch mit der Qualität von Labordiagnostik befassen. Und die haben so eine Notiz geschrieben, das ist die Sie da gerade erwähnen. Und da steht im Prinzip nichts weiter drin, als bitte lest auch die Gebrauchsanweisung für diese Tests durch. Mehr steht da nicht. Also es ist tatsächlich so, natürlich kann jeder Labortest auch falsch positive und falsch negative Ergebnisse machen. Aber das ist allenfalls die Einleitung dieser Notiz. Also der Sinn dieser Notiz ist tatsächlich zu verhindern, dass Dinge verwechselt werden, dass vielleicht nicht gut durchgeführte Laboruntersuchungen in ihrer Auswertung an die Öffentlichkeit gelangen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass irgendein fundamentaler Zweifel an der Aussagekraft der PCR bestünde. Ganz sicher auch nicht bei der Weltgesundheitsorganisation. Ich lese das nicht so. So ist ja das Schöne an unserer pluralen Gesellschaft, dass man eine Information gegeben unterschiedlich bewerten kann. Im Übrigen ist das auch einer der Gründe, jetzt nicht bezogen auf den PCR-Test, sondern auf die Schnelltests. Wir werden ja im Moment auch viel gefragt, wann es die Selbsttestung, die Heimtestung gibt. Solange es keinen Test gibt, der CE-zertifiziert zugelassen ist zur Selbsttestung, und diese Zulassung beinhaltet den Nachweis, dass ein Laie die Probenentnahme, die ja dann im Zweifel im Mundraum stattfindet oder im Nasenraum, dass ein Laie die Probenentnahme auch so hinkriegen kann, dass das Ergebnis auch mit sehr hoher Treffsicherheit das Richtige ist. Das muss nachgewiesen werden im Zulassungsprozess. Und deswegen kann man aus meiner Sicht, und deswegen bin ich da auch zurückhaltend, nicht entgegen aller Medizinprodukte rechtlichen Regeln Schnelltests, die wir aktuell haben, für geschultes Personal, wo wir jetzt ja die Frage, wie geschult wird, auch für Lehrerinnen und Lehrer schon auch sozusagen zusätzlich gedeutet haben, aber eben eine Schulung auch wichtig ist, nicht einfach zu einem Heimtest machen für jedermann. Sonst hat es das Risiko von falschen Ergebnissen und möglicherweise falschem sich in Sicherheit wiegen. Das falsch Positive ist ja das eine, das kann ich nochmal kontrollieren durch einen PCR-Test. Aber falsch negativ hat ja das Risiko, dass jemand glaubt, er hätte es nicht, obwohl er es hat. Und deswegen muss gerade bei der Heimtestung, die ich grundsätzlich gerne auch zur Verfügung hätte, sie muss aber gut und verlässlich sein, und das muss dann vor allem in der Probenentnahme, die ein wichtiger Teil für die Verlässlichkeit des Ergebnisses ist, gesichert sein. Für die Frage der Diskussionen, ich weiß jetzt nicht, ob es, also es sind ja verschiedene Foren. Das hier ist Information, und Information über die Intensivmedizin kann, glaube ich, der Vorsitzende der Intensivmediziner gut geben. Information über Virusmutationen. Ich glaube, es gibt wenige, die so viel am Coronavirus geforscht haben wie Herr Professor Drosten in Deutschland oder eben Professor Wieler fürs RKI zur Lage. Das andere ist Diskussion. Sozusagen aus dem Sein, aus dem Beschreiben des Seins über das Sollen zu reden. Was soll denn daraus folgen aus dem Sein? Und ich bin immer sehr auch für eine breite Diskussion, wie Sie wissen. Habe die auch an verschiedenen Stellen schon geführt in den letzten Monaten und führe sie weiterhin in den verschiedenen Foren. Deswegen tue ich mich übrigens auch schwer damit, die Vorschläge gibt es ja auch, einmal besetzte Pandemie- oder Expertenräte zu haben. Ich bin so und suche das auch, dass immer dann, wenn ich eine Meinung sehe, die nochmal einen anderen Aspekt hat oder einen anderen Blickwinkel, schlicht und ergreifend das Gespräch suche und mich bei dem oder derjenigen melde und den Austausch versuche. Und ich habe den Eindruck, das machen viele andere auch. Und diese Diskussionen finden ja auch öffentlich statt. Und manchmal finden sie miteinander statt. Ich finde es aber ganz, ganz wichtig in einer Situation wie dieser, die mit so starken Grundrechtseinschränkungen wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik verbunden ist und wo wir eben nicht Wahrheiten verhandeln, sondern am Ende Abwägungen zu machen haben auf Basis von Fakten, dass natürlich unterschiedliche Positionen auch stattfinden. Aber wenn ich so Parlamentsdebatten mir anschaue, ist das ja auch der Fall, richtigerweise. So the fourth sign that you're dealing with word salad is that this conversation has become immensely repetitive. You find yourself saying the same thing over and over and over again. And the person that you're talking to might even point that out. They might even say, well, why do you keep repeating yourself? We're going nowhere with this. Which is true. But the reason you keep repeating yourself is because you're not getting an answer. You might think you're dealing with somebody who's logical and just, for whatever reason, in the moment, acting illogically, and you can get them to see that. You might think that you can't get them to see that, but you might think that you can get them to see that. And so you keep repeating yourself, and maybe you think that you're communicating well, but because they're not getting it,
you try to think of other ways to say the same thing, so you end up just repeating over and over and over until you're tired of hearing what you're saying, but you still don't get an answer. Ja, Sie sehen, Herr Drosten hat überhaupt nicht geantwortet auf die Frage nach dem Dialog. Herr Spahn hat in meinen Augen sehr ausweichend, sehr allgemein geantwortet. Es ist also ganz offensichtlich kein Dialog mit Kritikern gewünscht. Warum, frage ich mich. Wenn man gute Argumente hat, wenn man auf der richtigen Seite ist, dann müsste das doch ein leichtes sein, das im öffentlichen Diskurs zu bestätigen. Dass Herr Drosten da ganz geschwiegen hat, sagt in meinen Augen viel mehr als manche lange Analyse. Auch bei der zweiten Frage fand ich die Antwort von Professor Dr. Drosten, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr enttäuschend. Einfach zu sagen, naja, das ist für die, die dümmer sind in anderen Ländern. Wenn man sich das anschaut, was die WHO da geschrieben hat, und ich habe es ja auf meiner Seite, ist das sehr stichhaltig. Und wenn man 83 Millionen Bundesbürgern hier Grundrechte nimmt und Hunderttausende in Quarantäne schickt, dann möge man sich doch die Zeit nehmen, um detailliert solche Vorwürfe, die nicht von den üblichen Verdächtigen kommen, sondern die von der WHO untermauert sind, zu widerlegen. And the fifth sign that you are dealing with word salad is that you walk away just scratching your head, like in the example I gave. You know, somebody clearly ate your lunch, and then there they are talking about pineapples on pizza and asking you for an apology. You have no idea what just happened here. You know, the example I gave was a very trivial thing, and it was very, not personal. But these conversations can get very personal, and especially if you're dealing with a narcissist who knows exactly how to trigger you, it's easy for them to do so. So they can bring up a topic that will take you down the rabbit hole. It's a trap, and because you're so emotionally tied to it, you might fall for it. And if you do, there's a good chance you won't even realize what they've done until you walk away and you're replaying the conversation in your mind. But no matter what, these conversations leave you wondering how anyone could operate this way. So why do narcissists use this word salad technique so often that it seems like they're trained in it? Like they went to Narcissist University to learn how to manipulate people in conversations. They all use it in the same way, and they all use it. So the first reason that they use word salad is to generate confusion and to knock you off your game. So they're going to lay out a trail of breadcrumbs for you to follow to get you away from your initial conversation, your initial topic or question. And they're just going to try and lead you away from that. And as you can imagine, that's very convenient for them if it works. The second reason narcissists use this infuriating technique is to initiate an argument and put you in the defensive mode. So when you're defending yourself, it's going to be difficult for you to take that offensive position. So you're going to be busy coming up with reasons that, what they're saying about you isn't true, defending yourself against whatever it is that they're throwing your way. You're going to be there blocking punches, so you're not effectively going to be able to keep this conversation on track. And the third reason why narcissists use this word salad technique is to get the person to lose their composure. So this technique, we know, is so incredibly infuriating that you're likely to act out in anger. And when you do, you look like the problem. And that also benefits the narcissist because it's hard to recover from that. You can't bring the conversation back after that, and you look like the one who's wrong. Okay, so how do you handle this word salad technique? Now, I mentioned that I have a lot of experience with this, and it's definitely more than I'd like to admit. And although this is a technique that you will very, very likely encounter if you're in a relationship with a narcissist, or if you have a narcissist parent or sibling or coworker, somebody who's close to you that you deal with on a regular basis, you may encounter word salad with somebody you know casually. And so if you encounter word salad with somebody you know casually, run. Don't walk, run. Get as far away from that person as you can, because it's not because they're not answering your question. It's because they're using a manipulation tactic
to get out of answering your question. So they're not being upfront with you and they are trying to manipulate you. This is not a good sign. Does it mean the person is a narcissist and has NPD? No, that's not how NPD is diagnosed. But it's definitely not a good sign. It is definitely a sign that this person is manipulative. And that is not somebody who you want in your life. Now, in any other situation where you can't actually run, the best thing you can do is to avoid falling into the traps. So the first thing is to recognize what's going on. You know, maybe you ask a question and somebody says something that seems illogical. And if you've never dealt with word salad with this person before, you might give them the benefit of the doubt and you might ask again. But if you can identify that this is what's going on, that, you know, this is a crazy making behavior and it's not a normal conversation, it might be time to cut your losses. And I know that when you're in the moment, you know, like I said, it can bring out like a competition or a competitive nature in you. Like, no, this person is going to answer me. But I've been down that road so many times before. And there have been times when I've won, but I didn't really win, you know. And it was always, anytime that I thought that I won, it was over something super trivial. And we probably had spent an hour going around in circles, running around in circles, and me trying to pin this person down to an answer. And really what it comes down to is my time and my happiness is worth a whole lot more than that. But most of the time, whenever I encountered this word salad technique, it didn't end with any sort of resolution. There was no closure on this conversation. It just went around in circles and around in circles. And in the end, I ended up feeling worse than I did in the beginning. So really the best thing that you can do is to cut your losses. Once it starts going down that road, once you've entered this zone, it does become kind of like a battleground, but it's also a lost cause because there is no winning. A narcissist might think that they're winning, but I mean, they're really not. If you understand the word salad technique, you've had these conversations and you've known that they've gone off track. They didn't trick you. So really no one wins in this word salad thing. It's just best to avoid the frustration and walk away, as hard as that can be. So if you found this video helpful, please let me know by hitting the like button. And if you'd like to see more like it, subscribe, and I will see you next time.